Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute da geht es um den FIMI Palm 2 und gut ein Jahr nach der Veröffentlichung des ersten Modells, da steht jetzt die Version Nummer 2 am Start. Die Highlights vorab: 4K 30 FPS maximale Videoauflösung, 128 Grad Weitwinkeloptik, 3-Achsen-Gimbal, bis zu 5 Stunden Akkulaufzeit, WLAN an Bord, Face-Tracking und HDR-Modus. Schauen wir uns doch mal an, was ihr in der Box habt, wenn ihr ihn kauft. Klein, kompakt befinden sich im Karton ein sehr gelungenes Schutzcase in einem schönen Design, der FIMI Palm 2, und dazu gibt's natürlich noch eine Kurzanleitung und das USB zu USB-C Ladekabel, was ich persönlich etwas kurz geraten finde. Die Vorderseite des Gerätes sieht ansprechend aus durch den großen verbauten Joystick. Der FIMI, der liegt optimal in der Hand und seitlich. Da befindet sich der Micro-SD-Kartenslot und auf der anderen Seite das FIMI-Logo. Hinten, da hat er jetzt einen 3,5 mm Klinkeanschluss verbaut und wenn wir ihn umdrehen, so sehen wir auf der Unterseite das Stativgewinde und den Netzanschluss für das USB-C-Kabel. Auf den Power-Button drücken und los geht's. Die Menüsprache, die ist übrigens beim FIMI und der dazugehörigen App Englisch. Von oben nach unten switchen bedeutet, in die Gimbal-Einstellung zu gelangen. Sowie durch Switchen nach links weitere Menüpunkte wie Objektiveinstellung, Kameraeinstellung und Systemeinstellung. Switchen wir nun nach links, können wir zwischen Video, Slow Motion, Timelapse, Sportmodus, Panoramamodus und Fotomodus hin und her wählen. Beim Switch von unten nach oben, da kommen wir auf die SD-Karte und auf die gespeicherten Aufnahmen, die man hier auswählen und abrufen kann. Durch Switch nach links und rechts, da kannst du auswählen, welche Aufnahme du sehen möchtest. Den Dreifachzoom, den kannst du aktivieren, indem du auf dem Bildschirm rechts oben neben der Akkuanzeige das kleine Viereck drückst und dann mit dem Joystick hoch und runter scrollst. Der Selfie-Modus, der wird aktiviert, indem du dreimal kurz hintereinander den Aufnahmeknopf drückst und zweimal kurzes Drücken setzt den Gimbal in die gerade Linie zurück. Gimbal-Einstellungen sind reichlich vorhanden, genau wie die Möglichkeit, die Bildoptik einzustellen. Das Videoformat ist wählbar und im Fotomodus hast du ebenfalls viele Einstellmöglichkeiten. Eine sehr gute Idee finde ich, dass du die Joystick-Geschwindigkeit anpassen kannst. Hier besteht die Möglichkeit, von langsam bis schnell über die Stufen zu wählen. Weitere Menüeinstellungen zur Tonlautstärke der SD-Karte sind ebenfalls aktivierbar. Mit dem Joystick kannst du dann optimal den Gimbal steuern. Kommen wir zur FIMI-App und diese kannst du natürlich aus den bekannten Stores kostenfrei laden. Nach der Installation wirst du sofort auf die neue Firmware verwiesen und Handy mit dem FIMI WLAN verbinden, Passwort eingeben und schon startet sich deine FIMI-App auf dem Smartphone. Alle Einstellungen hast du, wie ich finde, hier übersichtlicher zur Verfügung. Manuelle Bildeinstellungen, Zugriff zu deinen Aufnahmen mit Auswahl der Filme oder Fotos, den Selfie-Mode, den kannst du hier aktivieren, genau wie über den Monitor-Joystick das Bild steuern. Mein Fazit: Der FIMI Palm ist besser geworden als sein Vorgänger und das ist schon mal wichtig. Die Bestnote, die bekommt er von mir für sein Handling. Er liegt super in der Hand und durch das etwas höhere Gewicht ist er optimal zu handeln. Die Bedienbarkeit, die ist sehr gut durch den riesengroß verbauten Joystick hier und die Farbwiedergabe auf dem Monitor ebenfalls im grünen Bereich. Eine weitere Bestnote bekommt er von mir für sein leistungsstarkes Akku. Kein anderer Gimbal auf dem Markt filmt momentan so lange mit einer Akkuladung wie der FIMI Palm 2. In meinem Filmtest, da waren es im HD-Modus 4,2 Stunden und im 4K-Modus hat er immer noch gut 2,5 Stunden durchgehalten und das ist eine unglaublich gute Leistung. Probleme kann es am Anfang immer wieder mit der Verbindung zur App geben. Beachtet bitte, dass die App für beide FIMI Palm ist und das heißt, ihr müsst am Anfang einmal nach links switchen, um auf das neue Gerät zu gelangen. Durch das Firmware-Update verschiebt sich erstmal die sofortige Bedienung, das ist natürlich schlecht, aber ganz wichtig, bevor ihr den FIMI Palm 2 in den Filmbetrieb nehmen wollt,
macht bitte erstmal das aktuelle Firmware-Update. Hier sind so viele Verbesserungen dabei, dass du nur optimal arbeiten kannst, wenn du wirklich das FiMi Palm Update hast. Ihr merkt schon, dass ich mich mit der Bildqualität in diesem Video etwas zurückgehalten habe, aber hierzu gibt es demnächst auf diesem Kanal ein extra Video, wo ich wirklich ausführlich alles beschreibe. Kurz zusammengefasst kann ich aber sagen, dass der FiMi Palm bei optimalen Lichtbedingungen passable Bilder abliefert. Und noch eine weitere Stärke, wie ich finde, ist der Makrobereich. Hier macht er einen richtig guten Job. Fehlt nur das optimale Licht oder filmt ihr sogar im Dunkeln, da merkt man hier ganz schnell die Grenzen des Bildsensors. Im Lowlight-Bereich, da gibt es dann Bildrauschen und die Qualität ist teilweise für gute Videos nicht mehr ausreichend. Zur Bedienung sei noch zu sagen, dass wenn man ihn manchmal ausschaltet oder anschaltet, dann startet er nicht im idealen Modus. Das heißt, der Gimbal ist dann nicht gerade, sondern etwas höher oder mal ein bisschen verrenkt oder irgendwie anders. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Wenn man ihn dann wieder an- und ausschaltet, dann startet er optimal in gerader Position. Wahrscheinlich wird das bei den nächsten Updates behoben werden. Sehr positiv ist noch zu erwähnen, dass es jetzt möglich ist, über den 3,5 mm Klinkeanschluss hier direkt auf der Rückseite ein externes Mikrofon anzuschließen, was auch mit dem neuen Update super funktioniert. Das interne Mikrofon, das verfügt jetzt über eine Geräuschunterdrückung und bietet einen besseren Ton als beim Vorgängermodell. Aber bildet euch doch einfach euer eigenes Urteil. Hallihallo, ich bin der niegelnagelneue FiMi Palm 2 und das ist ein Tontest mit dem eingebauten Mikrofon. Hallihallo, ich bin der niegelnagelneue FiMi Palm 2 und das ist ein Tontest mit einem externen Mikrofon. Kommen wir zum Preis. Der FiMi Palm, der wird in Deutschland ab Februar 2021 verfügbar sein. Preislich liegt hier bei Verkaufsstart bei ca. 230 Euro. Direkt aus China, da gibt es den schon zum Preis von 170 bis 190 Euro. Und wer Interesse hat, der schaut einfach mal in meine Videobeschreibung. Dort habe ich euch beide Kaufmöglichkeiten verlinkt. Ich habe in diesem Video bewusst kaum einen Vergleich zum DJI Pocket 2 gemacht, da es hier auf meinem Kanal dazu noch ein extra Video geben wird. Und meine Frage an dieser Stelle an euch, würdet ihr euch den FiMi Palm 2 kaufen? Denn preislich ist er ja deutlich günstiger als der DJI Pocket 2, aber mal ein kurzes Rechenbeispiel. Der Pocket 2, der kostet aktuell mit WLAN-Modul 400 Euro. Der FiMi Palm, der hat einen durchschnittlichen Preis von 200 Euro. Da kann man echt schon mal anfangen zu überlegen. Aber ich freue mich natürlich sehr über eure Kommentare hierzu und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir sehr gerne ein Like oder ein Abo da und in diesem Sinne sage ich Tschüss, Bye Bye und Winke Winke und verabschiede mich gern bis zum nächsten Video.